Celeste Cristiano Manno wurde am 30. November 1997 im Nordosten von Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria geboren. Sie war das jüngste Kind der Familie von Eji und Diaru sowie Tony Manno. Sie wuchs zusammen mit ihrem älteren Bruder Alexander auf. Einigen Berichten zufolge verließ ihr Vater die Familie, als die Kinder noch klein waren, hielt aber den Kontakt zu ihnen aufrecht, unterstützte sie finanziell und nahm an ihrem Leben teil. In der Schule war Celeste kontaktfreudig, aktiv und freundlich. Sie trieb Sport, tanzte, war Kapitänin der Cheerleader-Gruppe und schmiedete große Pläne für die Zukunft. Zunächst träumte sie davon, Juristin zu werden und schrieb sich an der renommierten Universität von Melbourne ein, wo sie Zivil- und Strafrecht studierte. Gegen Ende ihres Studiums verlor sie jedoch das Interesse daran und wechselte in den Bereich Werbung und Marketing. Im Jahr 2018 wurde sie von einem großen, schnell wachsenden Unternehmen im Bereich Onlinehandel eingestellt. Celeste war klug und talentiert, fand sich schnell in ihre Arbeit ein und stieg innerhalb weniger Jahre von einer Callcenter-Mitarbeiterin zur Leiterin einer ganzen Abteilung auf. Man schätzte sie für ihre Eigeninitiative, ihre organisatorischen Fähigkeiten und ihre rationale Herangehensweise. Außerdem war Celeste sehr attraktiv. An der Universität hatte sie sogar an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen und war unter die ersten 3 gekommen. Sie hatte schon immer viele Verehrer, wählte ihre Partner jedoch sorgfältig aus. Ihr Kollege Lou arbeitete im selben Unternehmen. Er war fast 16 Jahre älter als Celeste und zeigte vom ersten Tag an ein gesteigertes Interesse an ihr. Lou war verschlossen, ungesellig und strebte offenbar keinen beruflichen Aufstieg an. Jahrelang bekleidete er dieselbe Position, ohne jegliche Ambitionen. Celeste, die gutherzig und einfühlsam war, wollte ihn nicht verletzen und lehnte daher seine Versuche, sie irgendwohin einzuladen, höflich ab. Der Mann empfand dies jedoch als Herausforderung oder als Spiel. Er kam zu dem Schluss, dass die junge Chefin nur kokettierte und es galt, sie zu erobern. Und dann begann er zu handeln. Ungeachtet aller Umstände bemühte sich Lou weiterhin hartnäckig, aufdringlich und nervig um ihre Aufmerksamkeit. Celeste hielt durch und hoffte, dass er sich beruhigen oder sich jemand anderem zuwenden würde. Mit der Zeit wuchs seine Besessenheit nur noch weiter. Alle um sie herum bemerkten, dass er buchstäblich verrückt nach der jungen Schönheit war. Irgendwann gestand Celeste einer engen Freundin und Kollegin, dass sie eine Beziehung mit Lou nie in Betracht gezogen hatte. Er wirkte seltsam und unberechenbar. Celeste hatten Männer ohne Ambitionen und Ziele im Leben noch nie angezogen. Auch der Altersunterschied spielte eine Rolle. Dennoch hatte sie Mitleid mit ihrem Verehrer, denn trotz all seiner Bemühungen hatte er nicht die geringste Chance. In seinen vergeblichen Versuchen, Celeste für sich zu gewinnen, vernachlässigte Lou seine Arbeit. Er war schon zuvor kein Musterbeispiel für Fleiß gewesen, doch nun kam er seinen Pflichten überhaupt nicht mehr nach. Seine Produktivität sank auf 0 und die Geschäftsleitung war unzufrieden. Nach 3 Verwarnungen im Herbst 2019 wurde er entlassen. Lou war verzweifelt. Als er seine Sachen im Büro zusammenpackte, sah er aus, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Celeste hingegen hatte gemischte Gefühle. Einerseits Erleichterung. Der aufdringliche Verehrer würde endlich aus ihrem Leben verschwinden. Andererseits ein leichtes Schuldgefühl, denn zum Teil war sie selbst daran schuld. Als Abteilungsleiterin dankte sie ihm für seine Arbeit, begleitete ihn zur Tür und klopfte ihm zum Abschied freundschaftlich auf die Schulter, wobei sie ihm aufrichtig viel Glück wünschte. Doch genau diese Geste erwies sich später als fataler Fehler. Lou kam zu dem Schluss, dass Celeste einfach Angst davor hatte, eine Büroromanze einzugehen, da sie seine Chefin war und dies ihrem Ruf schaden könnte. Und nun, da sie keine Kollegen mehr waren, stand ihrem Zusammensein nichts mehr im Wege. Von Emotionen überwältigt, küsste er sie unerwartet auf die Wange. Celeste erstarrte. Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte, drehte sich daher einfach um und ging schweigend ins Büro. Doch Lou nahm dies als Zeichen. Er war nun endgültig davon überzeugt, dass auch sie Gefühle für ihn hegte und er nicht aufgeben durfte. Ein paar Tage nach seiner Entlassung fand Lou sie in den sozialen Netzwerken und schickte ihr eine Freundschaftsanfrage. Zunächst nahm sie die Anfrage an, dachte sich, dass das nichts Schlimmes sei, doch als er sie mit Nachrichten überschüttete, in denen er sie um ein Treffen bat, lehnte sie zunächst höflich ab und blockierte ihn dann.
Am nächsten Tag erstellte er einen neuen Account und schrieb ihr erneut. Dann begann er, ihre Fotos zu kommentieren, schwärmte von ihrer Schönheit und deutete an, dass sie das perfekte Paar seien. Celeste verschärfte ihre Privatsphäre-Einstellungen, aber das half nichts. Während eines Familienfestes beschwerte sie sich bei ihren Verwandten über diesen aufdringlichen Typen und erzählte auch von dem seltsamen Kuss am Tag seiner Entlassung. Die Verwandten hörten ihr zu, maßen dem aber keine Bedeutung bei. Alle dachten, er würde bald aufgeben. Doch Lou hatte ihre private Telefonnummer herausgefunden, obwohl sie zuvor nur über Arbeitschats kommuniziert hatten. Bald darauf erhielt sie seltsame, romantische Nachrichten. Sie wusste sofort, von wem sie stammten. Er schrieb selbstverfasste Gedichte, machte ihr Komplimente über ihr Aussehen und schlug ihr immer wieder vor, sich zu treffen. Einmal nahm sie seinen Anruf entgegen und versuchte, ihm zu erklären, dass zwischen ihnen nichts laufen würde, und bat ihn, sie in Ruhe zu lassen. Aber Lou hörte gar nicht zu. Er wiederholte nur, wie sehr ihm ihre Stimme gefiele und wie froh er sei, dass sie endlich mit ihm gesprochen habe. Nach diesem Anruf versuchte Celeste, Lou zu blockieren, aber er rief jedes Mal von einer anderen Nummer an. Schließlich änderte sie ihre Nummer, doch schon nach einer Woche hatte er sie irgendwie herausgefunden und der Telefonterror ging weiter. Etwa ein halbes Jahr lang versuchte sie vergeblich, diesen besessenen Verehrer zu ignorieren, blockierte seine Nummern und seine Fake-Profile in den sozialen Netzwerken, antwortete nicht auf Nachrichten und versuchte, ein normales Leben zu führen. Doch der Strom an Nachrichten hörte nicht auf und ihr Ton änderte sich allmählich, von romantisch zu dreist und bedrohlich. Nun bat Lou nicht mehr darum, sondern verlangte ein Treffen und begann, seine verstörenden Fantasien darüber, was er mit ihr tun würde, detailliert zu beschreiben. Doch das war noch nicht das Schlimmste. Er begann, sie im realen Leben zu verfolgen. Es stellte sich heraus, dass Lou ihr folgte. Von der Arbeit bis nach Hause fand er heraus, wo sie wohnte. Zunächst war Celeste nicht bewusst, dass er ihr nicht mehr nur schrieb, sondern ihr tatsächlich systematisch folgte. Sie sah ihn flüchtig in der Nähe ihres Hauses, redete sich aber jedes Mal ein, dass es nur ihre nervöse Einbildung sei. Als sie schließlich begriff, dass sie sich nicht getäuscht hatte und Lou sie tatsächlich mit manischer Besessenheit verfolgte, beschloss sie, sich an die Polizei zu wenden. Celeste wollte, dass man ihr eine einstweilige Verfügung ausstellte, die Lou verbot, sich ihr und ihrem Haus zu nähern. Doch die Polizisten reagierten auf ihre Anzeige gleichgültig, wenn nicht gar spöttisch. Ihren Worten nach habe Lou nicht gegen das Gesetz verstoßen, denn Gedichte oder freizügige Fantasien in Nachrichten zu schreiben sei nicht verboten und Celeste habe keine Beweise dafür, dass er sie verfolgt habe. Schließlich wurde sie höflich gebeten zu gehen, mit dem Hinweis, sie solle die Polizei nicht von wichtigeren Fällen abhalten. Noch ein halbes Jahr lang litt Celeste unter dem Stalking ihres ehemaligen Kollegen. An Werktagen sah sie oft sein Auto vor ihrem Büro stehen. Abends fuhr er mehrmals an ihrem Haus vorbei. Sie spürte ständig seinen Blick und lebte in ständiger Anspannung. Im August 2020 ging sie erneut zur Polizei, diesmal mit Fotos und Videos, die bewiesen, dass Lou sie tatsächlich verfolgt hatte. Ein anderer Beamter nahm die Situation ernster und zeigte sich sogar überrascht über das untätige Verhalten seiner Kollegen. Er riet ihr, vor Gericht zu gehen, und bald wurde eine Schutzanordnung erlassen. Lou wurde verboten, sie anzurufen, sich ihr zu nähern oder in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen. Lou hatte diese Wendung offensichtlich nicht erwartet und verschwand für einige Wochen aus Celestes Leben. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sie sich frei und glaubte, dass der Albtraum endlich vorbei sei. Doch es war noch zu früh, um sich zu entspannen. Nach weniger als einem Monat erhielt sie wieder Nachrichten von unbekannten Nummern. Zuerst flehte Lou sie an, dann forderte er sie auf, die Anzeige zurückzuziehen und die einstweilige Verfügung aufzuheben, da diese ihrer romantischen Beziehung im Wege stünde. Celeste ging sofort zur Polizei. Nun hatte Lou gegen das Kontaktverbot verstoßen und musste dafür gerade stehen. Er wurde mit einer Geldstrafe belegt und gewarnt, dass der nächste Verstoß schwerwiegendere Konsequenzen bis hin zu einer Gefängnisstrafe nach sich ziehen würde. Danach meldete sich Lou fast 2 Monate lang nicht und Celeste hatte bereits beschlossen, dass er sie endlich in Ruhe gelassen hatte. Im September 2020 lernte Celeste einen jungen Mann
namens Chris Ridsdale kennen. Er war nur ein Jahr älter als sie. Sie hatten viel gemeinsam. Bald entwickelte sich eine Beziehung zwischen ihnen. Sie erzählte Chris von den Belästigungen durch ihren ehemaligen Kollegen und gab zu, dass sie sich, obwohl er sich seit über einem Monat nicht mehr gemeldet hatte, dennoch unwohl fühlte. Chris umgab sie mit Fürsorge und tat alles, damit sie sich sicher fühlte. Anfang November lud Celeste ihn zu einem Familienessen ein, um ihn ihren Eltern und ihrem Bruder vorzustellen. Ihre Wahl gefiel der Familie. Sie fanden schnell einen gemeinsamen Ton. Und ihre Mutter scherzte sogar, dass ihre Tochter nun unter zuverlässigem Schutz stehe. Die nächsten Wochen verliefen ruhig. Der ehemalige Verehrer tauchte nicht auf und Celeste hörte allmählich auf, Angst zu haben, dass Lou wieder in ihr Leben eindringen könnte. Am 15. November 2020 ging das verliebte Paar auf ein Date. Sie saßen in einem Café und genossen die Zweisamkeit, als Celeste vorschlug, ein gemeinsames Selfie zu machen. Das Foto wirkte sehr romantisch. Das Paar saß am Tisch, umarmte sich, lächelte und sah wirklich glücklich aus. Celeste gefiel das Bild so gut, dass sie es als Profilbild in den sozialen Netzwerken einstellte. Damit wollte sie nicht nur den Moment festhalten, sondern auch zeigen, dass sie in einer ernsthaften Beziehung ist. Auch Chris postete das Foto auf seiner Seite mit der rührenden Bildunterschrift: „Ich liebe diese Frau und werde alles tun, damit ihre Augen immer vor Glück strahlen, so wie auf diesem Foto." Leider war dieses Date ihr letztes. Am Abend dieses Tages fuhr Chris Celeste nach Hause. Sie verabschiedeten sich und verabredeten sich für den nächsten Tag. Die junge Frau verbrachte noch etwa eine Stunde mit ihrer Mutter in der Küche, wo sie über ihren Freund sprach, und ging dann schlafen. Am nächsten Morgen musste sie früh zur Arbeit aufstehen. Am 16. November 2020 gegen 4 Uhr morgens wurde Eji durch das Geräusch von zerbrechendem Glas geweckt. Zuerst verstand sie nicht, was los war. Doch dann hörte sie seltsame Geräusche, Schreie und Getöse. Zunächst schien es ihr, als käme der Lärm von der Straße, doch bald wurde klar, dass sich alles im Haus abspielte. Eji sprang aus dem Bett, warf sich einen Bademantel über und eilte ins Zimmer ihrer Tochter. Als sie die Tür aufstieß, sah sie im Halbdunkel, wie jemand buchstäblich aus dem zerbrochenen Fenster am Eingang sprang. Als das Licht anging, bot sich ihr ein grauenvoller Anblick. Celeste lag in einer Blutlache. Ihr ganzer Körper war von Schnitt- und Stichverletzungen gezeichnet. Glassplitter ragten aus ihrer Haut. Die junge Frau atmete kaum noch. Ihre Augen waren weit aufgerissen und starrten ins Leere. Eji rief sofort den Rettungsdienst und versuchte, das Blut aus den tiefen Wunden zu stillen, doch Celeste konnte nicht mehr gerettet werden. Als die Ärzte eintrafen, war sie bereits tot. Später stellten die Gerichtsmediziner mehr als 20 Stichwunden an ihrem Körper fest, wobei der Stich ins Herz tödlich war. Nach Auswertung der Lage und der Aussagen von Eji kam die Polizei zu dem Schluss, der Angriff dauerte weniger als 3 Minuten. Der Täter war durch das Fenster eingestiegen, hatte sich auf Celeste gestürzt und war geflohen, bevor die Mutter das Zimmer betreten konnte. Als Tatwaffe benutzte er ein großes Küchenmesser, mit dem er wahllos zustach. Spuren von Abwehrverletzungen an den Händen des Opfers deuteten darauf hin, dass sie versucht hatte, sich zu verteidigen. Auf die Frage, ob Celeste Feinde gehabt habe, nannte Eji sofort einen Namen: Lou, der ihre Tochter seit über einem Jahr verfolgt, mit Anrufen und Drohbotschaften bombardiert hatte. Diese Information wurde von Verwandten, Freunden und Kollegen bestätigt. Am Tatort blieben zahlreiche Spuren zurück: blutige Fingerabdrücke, DNA auf dem Zaun, über den der Täter geklettert war. Bei seiner Flucht hatte er sich an der Hand verletzt. Lou wurde noch am selben Tag festgenommen. Zunächst bestritt er vehement seine Beteiligung und versicherte, dass er Celeste geliebt habe und sie niemals angefasst hätte. Doch bald bestätigte die Spurensicherung: Seine Fingerabdrücke im Zimmer des Opfers wurden sichergestellt, obwohl es ihm durch eine einstweilige Verfügung untersagt war, sich der Frau zu nähern. Außerdem hatten Überwachungskameras im Laden aufgezeichnet, wie Lou am Tag vor dem Mord einen Hammer und ein Messer gekauft hatte. Die Beweise gegen Lou waren unwiderlegbar. Er hatte das Opfer lange verfolgt, die Tatwaffe gekauft und die Tat begangen, nachdem er ein Foto von ihr mit ihrem neuen Freund gesehen hatte. Seine Handlungen wirkten geplant und bewusst, doch Lous Verhalten warf dennoch Fragen auf.
Mit 39 Jahren lebte er bei seinen Eltern, hatte keine Freunde, konnte keinen Job behalten und verhielt sich während der Verhöre unangemessen. Das ließ die Frage aufkommen, ob er kaltblütig gehandelt hatte oder ob bei ihm eine schwere psychische Störung vorlag, der Behandlung benötigte. Im Herbst 2023, 3 Jahre nach dem Mord an Celeste, stand Lou endlich vor Gericht. Die ganze Zeit über hatte er versucht zu beweisen, dass er an einer psychischen Störung leidet und daher nicht für ein vorsätzliches Verbrechen verantwortlich gemacht werden kann. Den größten Teil dieser Zeit verbrachte er in einer psychiatrischen Klinik. Im Gerichtssaal verhielt sich Lou distanziert, als wäre ihm das Geschehen gleichgültig. Er bekannte sich schuldig, behauptete jedoch, dass er sie nicht töten wollte, sondern angeblich nur ihre Liebe gewinnen wollte. Die Geschworenen befanden ihn jedoch einstimmig in allen Anklagepunkten für schuldig. Er wurde zu 36 Jahren Haft verurteilt, mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährungsentlassung frühestens nach 30 Jahren. Celestes Eltern betonten wiederholt, dass ihre Tochter bereits 2020 bei der Polizei vorstellig geworden war, in der Hoffnung, Schutz vor Lou zu erhalten. Ihre Anzeige wurde jedoch nicht aufgenommen, da nach der damals geltenden Gesetzgebung nur Versuche körperlichen Kontakts als Stalking galten. Cybermobbing und telefonische Drohungen wurden hingegen nicht bestraft. 3 Jahre lang arbeitete die Mutter von Celeste gemeinsam mit Anwälten und Aktivisten am Celeste-Gesetz, das eine strafrechtliche Haftung für Belästigung in sozialen Netzwerken sowie für Mobbing durch Nachrichten und Briefe einführen sollte. Egidiaro glaubte, dass dies helfen würde, andere Frauen zu schützen und ähnliche Tragödien zu verhindern. Sie erarbeitete mehr als 50 Änderungsanträge, doch fast alle wurden abgelehnt. Untersuchungen ergaben, dass sich die meisten Internetstalker auf unsichtbare Beobachtung beschränken und nicht zu konkreten Drohungen übergehen. Letztendlich wurden nur Teilmaßnahmen ergriffen, der Zugriff auf persönliche Daten in sozialen Netzwerken wurde eingeschränkt und es wurde erlaubt, Schutzanordnungen wegen Drohungen im Netz zu erlassen, doch eine strafrechtliche Haftung für solche Handlungen wurde nie eingeführt. Derzeit bleibt es für solche Taten oft bei einer Verwarnung, bei wiederholten Verstößen gegebenenfalls bei einer Geldstrafe und selbst das nicht immer. Diese Geschichte hat eine riesige Lücke im System aufgezeigt, denn die Gleichgültigkeit der Polizei und veraltete Gesetze konnten einen unschuldigen Menschen das Leben kosten. Celeste tat alles in ihrer Macht Stehende, um sich zu schützen, doch der Staat hat sie im Stich gelassen. Ihre Mutter kämpft weiterhin für Veränderungen, doch leider bislang ohne Erfolg. Und Lou wird, wenn nicht sein ganzes Leben, so doch den größten Teil davon hinter Gittern verbringen, doch das wird Celeste nicht zurückbringen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.